Herzlich willkommen zum Peaks Tutorial. Heute zeigen wir dir, wie du einen Business Account erstellst. Damit du einen Business Account eröffnen kannst, musst du dich aus regulatorischen Gründen zuerst als Privatperson registrieren. Damit wird sichergestellt, dass nur identifizierte Personen Peaks Accounts erstellen und nutzen. Um dich zu registrieren, gehst du auf die Peaks Webseite und klickst auf Jetzt registrieren. Fülle die Felder zur Registrierung aus und gib deine E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort ein. Anschließend wechselst du in dein E-Mail-Postfach und verifizierst deine E-Mail-Adresse. Diese Verifizierung nehmen wir vor, um sicherzustellen, dass dich die E-Mails zur Benachrichtigung über neue Posteingänge zuverlässig erreichen. Du wirst dann weitergeleitet zum Login. Logge dich mit deiner E-Mail-Adresse und dem gewählten Passwort ein. In deinem Peaks-Account öffnet sich ein Check-in, das du Schritt für Schritt durchgehen kannst. Zuerst kommst du zu den ID-Levels. Wähle ID-Level 2 aus, denn nur so kannst du im Anschluss einen Business-Account eröffnen. Zudem ermöglicht dir ID-Level 2, deine Rechnungen direkt über Peaks zu bezahlen. Für ID-Level 2 musst du zu deiner Sicherheit eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auswählen. Dazu kannst du entweder eine Authenticator-App installieren, zum Beispiel jene von Google, die du in allen App Stores findest, oder du wählst die SMS-Benachrichtigung aus. Je nach gewählter Authentifizierung gibst du den erhaltenen Code in das entsprechende Feld ein. Danach kannst du deine Kontaktangaben vervollständigen. Gib unbedingt deinen korrekten Namen und deine gültige Wohnadresse ein, damit dir nicht scannbare Post zuverlässig weitergeleitet werden kann. Zum Schluss musst du noch dein Abo wählen. Wähle das kostenlose Starter-Abo, wenn du den Privat-Account nur zur Erstellung des Business-Account nutzt. Oder das Basic-Abo, falls du deine Post auch als Privatperson direkt an Peaks umleiten möchtest. Jetzt hast du deinen privaten Account erstellt. In 1 bis 2 Tagen wirst du den Aktivierungscode per Post erhalten. Sobald du den Aktivierungscode erhalten hast, kannst du ihn im Cockpit oder in deinem Profil eingeben. Dein Account ist jetzt vollständig funktionsbereit. Um den Business Account hinzuzufügen, gehst du im Profil auf den Bereich Business Account. Wenn du die gesamte Post deiner Firma umleiten möchtest, wähle mindestens das Basic-Abo aus. Falls du schon weißt, dass ihr die Postverteilung und mehrere Personen mit verschiedenen Berechtigungen hinzufügen möchtet, wähle das Abo Plus oder höher. Sobald du das Abo gewählt hast, startet der Registrierungsprozess. Als erstes gibst du an, für welche Art von Organisation du einen Business-Account eröffnen möchtest. Ich zeige dir den Prozess für eine Firma, die im Handelsregister eingetragen ist. Gib die Angaben zu deiner Firma an. Solltest du die UID nicht griffbereit haben, findest du sie in eurem Handelsregisterauszug. Diesen kannst du unter cefix.ch einsehen. Wichtig, als E-Mail-Adresse kannst du nicht deine persönliche Firmen-E-Mail-Adresse nehmen. Nimm stattdessen eine Info-Adresse oder eine andere Firmen-E-Mail-Adresse, zu der du Zugang hast. Wenn du auf Weiter klickst, wird eure Peaksbox-E-Mail-Adresse generiert. Falls du möchtest, kannst du den Namen anpassen. Gehe dann weiter und wähle als ID-Level Level 2 aus. Auch wenn du einen Account für einen Verein oder eine Firma erfasst, die nicht im Handelsregister eingetragen ist. Kontrolliere nun alle Angaben und schließe die Registrierung ab. Du wirst dann durch den Bezahlprozess geführt. Verifiziere anschließend die Firmen-E-Mail-Adresse im entsprechenden E-Mail-Account. Wenn du einen Account für eine im Handelsregister eingetragene Firma erfasst hast, musst du die zeichnungsberechtigte Person bzw. die zeichnungsberechtigten Personen zum Peaks-Account einladen. Nur zeichnungsberechtigte Personen können den Account final eröffnen.
Falls du selber die zeichnungsberechtigte Person bist, kannst du das entsprechend angeben. Du hast jetzt die Möglichkeit, weitere Personen zum Business Account hinzuzufügen. Sobald diese die Einladung akzeptiert und sich registriert haben, können auch sie den Business Account nutzen. Wenn du einen Account für einen Verein oder eine nicht im Handelsregister eingetragene Firma erfasst hast, bekommst du nach 1 bis 2 Tagen einen Aktivierungscode zugeschickt. Diesen kannst du im Cockpit oder im Profilbereich eingeben und damit deinen Account aktivieren. Im Profilbereich siehst du deinen privaten und deinen Business-Account und kannst zwischen den Accounts navigieren. Jetzt ist der Account bereit und ihr könnt loslegen. Bei Fragen könnt ihr gerne unseren Support oder unser Help Center unter dem eingeblendeten Link konsultieren. Viel Erfolg und bis bald!